Hallo liebe Freunde meines Kanals. Ja, heute geht es um die Sauerstoffpumpe, um die neue, weil mein Helix-Filter hat ja keinen Sauerstoff mehr. Da kam hier die neue Pumpe. Ich weiß gar nicht, ob ich erwähnt hatte, was übrigens die Osaga Rohrpumpe 30.000 Liter gekostet hat. Ich glaube inklusive Versand etwa 135 Euro. Die verbraucht auch nicht viel Watt. Das hatte ich glaube ich auch vergessen zu sagen. Müsste man einfach nochmal drauf gucken im letzten Video. Da habe ich ja dann das Typenschild gezeigt. Da müsste es ja eigentlich draufstehen, wie viel Watt die verbraucht. Ja, und jetzt kommen wir mal hier zu der Belüftung. Hier habe ich einen Lüftungsring. Das ist auseinander, müssen wir höchstwahrscheinlich zusammenbauen selber. Gucken wir uns gleich mal an, wie das geht. Ich packe erstmal alles aus. Hier haben wir den Ring. Haben wir hier den Schlauch, der dazu war. Das ist ein Komplettpaket übrigens, was man so bestellen kann. Das ist der Schlauch. Okay. Dann haben wir hier das für den Ring, würde ich behaupten. Genau, das kommt dann hier rein. Hier kommt dann der Schlauch drauf. Und das hier finde ich besonders gut. Das hatte ich bei dem anderen nicht. Das zeige ich gleich mal. Das sind Gewichte. Da schiebt man den Schlauch durch und dann bleibt der Schlauch tatsächlich am Boden. Hiervon haben wir 1, 2, gucken wir mal, 4 Stück. 3, 4. Und dann haben wir hier noch einen Anschluss. Ich vermute mal, ja, müssen wir mal gucken. Kriegen wir schon raus. Und was hat das Ganze gekostet? Hier ist noch der Lieferschein drin. Ja, Rechnung, genau, das ist super, können wir mal gucken. Das Ganze hat gekostet, ja, 261 Euro inklusive Versand. Und ich denke, das ist ganz okay. Die Pumpen, die sollten eigentlich eine ganze Weile halten. Ich weiß gar nicht, wie alt die Pumpe war, die ich hier liegen habe. Ich hatte sie vorhin schon mal auf die Seite gelegt. Das war eine, wie hieß die gleich wieder? Irgendwo stand es doch mal dran. Da genau. Die sind gut. Die hat, wie viele Jahre hat die existiert? Kann ich gar nicht sagen. Also bestimmt 20 Jahre ist die gelaufen. Nee, 15 Jahre vielleicht. 15, ja, 15 Jahre ist realistisch. Können auch 20 sein tatsächlich. Ich weiß gar nicht. Ich hatte die bekommen, da war die auch schon lange im Betrieb. Okay, machen wir mal die Kiste auf, holen wir mal raus und gucken uns das mal an. So, Karton ist offen. Bedienungsanleitung. Pappe, Kabel und dann haben wir hier nicht an den Kabel ziehen. Man darf nicht an Kabel ziehen. Okay, dann haben wir hier die Pumpe. Sehr schwer. Sehr schwer. Da ist das gute Stück. Steht hier drauf. Alles klar, wisst ihr Bescheid. Genau, das ist die Pumpe. Ihr könnt das nochmal sehen. Hier hat 51 Watt. Schließen wir gleich nochmal an alles. Genau. Okay, das ist das Verbindungsstück. Jetzt weiß ich, was das hier ist. Hier kommt ein Stück Schlauch dran. Dann das und dann können wir das Ganze entsprechend mit dem Schlauch verbinden. Gut, super. Dann gucken wir mal hier uns die ganze alte Konstruktion nochmal an. Der Schlauch ist schon steif und tot. Hier hatte ich ja irgendwas Provisorisches mal zusammengebastelt. Da kam ja hier die Luft raus, ist gerostet. Und im Grunde ist das hier ähnlich mit so einem Schlauch. Wir packen den mal daneben. Der ist auf jeden Fall dünner, das kann man sehen. Die Leistung der Pumpe war auch nicht, nicht die Leistung, sondern die Leistung der Pumpe hat die passt. Aber da kam nicht wirklich guter Sauerstoff raus, gute Bläschen. Die Pumpe war einfach zu leistungsstark für diesen kleinen Ring auch. Deswegen habe ich mich jetzt für ein bisschen etwas Größeres entschieden. Auch weil die Helix sich nur im inneren Bereich bewegt haben. Und im äußeren Bereich der Kammer standen die dann doch lange still. Und ich erhoffe mir, wenn der Kreis jetzt größer ist, der Ring, dass sich auch im Außenbereich vom Container die Helix dann bewegen. Ja, ich würde sagen, ich baue das mal zusammen. Dann lege ich das rein und dann gucken wir mal, was passiert. Ich werde den dann definitiv nicht anlassen, weil ich will nicht den ganzen Schmutz aus den Helix jetzt rausspülen in die Kammer von der Pumpe und dann wieder rein, zurück in den Teich, den ganzen Dreck. Das machen wir nicht. Wir gucken uns das nur an, wie es aussieht. Dann nehme ich es wieder raus, mache ich es aus und dann muss der Container erstmal gereinigt werden. Das werde ich dann aber so machen, dass ich die Sauerstoffzufuhr hier lange laufen lasse. Ohne Pumpe, die schalte ich dann ab, dass kein neues Wasser nachkommt und der Schmutz nicht rausgespült wird, sondern ich lasse das laufen, dass der Dreck sich ein bisschen löst aus den Helix. Dann werde ich den Container
leer machen. Auch mit dem Schlauch ein bisschen die Helix abspülen, weil die haben sich doch sehr stark zugesetzt. Auch oben mit Algen. Hier kann man sehen, das ist wirklich schlecht. Und ich denke mal, da wird schon noch genug Biologie erhalten bleiben. Selbst wenn ich die dann mit dem Gartenschlauch ein bisschen abspülen werde. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich baue es zusammen und melde mich wieder. Okay, neue Erkenntnisse. Das, also diese Rohrschellen oder Klemmen und dieser Gummiwinkel waren auch noch in der Kiste. Ich weiß auch, wofür der ist. Der kommt einmal hier dran und entsprechend hier dran. Ja, so. Wir machen es quasi mal so, dann da rein und dann kommt der Schlauch dort dran und hier dran. Ja, Thema Sicherheit, wenn der Schlauch abploppt. Jetzt habe ich natürlich zwei diese Schellen, die mache ich hier dran. Die waren genau dabei, die kommen hier noch drauf. Dann klemmt das hier auf jeden Fall fest. Das Problem ist aber hier. Hier kann ich mir vorstellen, da rutscht das auf Dauer ab durch den Druck. Das hier wird halten, das habe ich schon probiert. Wenn ich das hier reinstecke, das ist sehr straff, da wird nichts passieren. Das gleiche aber mit dem kleinen Schlauch, wenn ich es hier drauf stecke. Ich probiere es gleich aus, dann werden wir sehen, ob der hält oder nicht. Auch da müsste eigentlich eine kleine Klemme noch drauf, damit der nicht abrutscht. Aber wir probieren es aus und dann sehen wir gleich weiter. Ja, und wieder neue Erkenntnisse. Ich habe gerade überlegt, da dieser Winkel und die Klemmen bei der Pumpe dabei waren, gehört das definitiv zusammen. Und mir ist auch aufgefallen, als ich das hier auseinanderziehen wollte, ich musste sehr viel Kraft aufwenden. Das wird der Sauerstoff nicht schaffen, denn so viel Widerstand ist ja nicht, weil die Luft hier rausgehen wird. Die Klemmen sind definitiv hierfür. Das hält und ich bin mir auch sicher, wenn ich hier den kleinen Schlauch gleich dran stecke, hält er genauso fest wie hier. Ja, da ja da kein Druck entsteht, sondern die Luft entweichen kann, sollte da eigentlich nicht wirklich viel passieren. Ja, was ich gut finde, sind die Ringe, sind die Gewichte. Ich habe die, glaube ich, halbwegs gleich verteilt. Und was man auch machen kann, wenn man einen anderen Filter hat als diesen IBC oder sonst was, man kann es oval legen, man kann es beliebig platzieren, ne? Im Container dann selber auch. Und das machen wir jetzt mal. So, der Ring ist zusammengebaut, Schlauch liegt hier nochmal die Pumpen direkt nebeneinander im Vergleich. Hier die alte, diesen komischen Schlauch hier. Hier habe ich es dran gesteckt, das rutscht definitiv nicht ab. Das muss ich wirklich mit sehr viel Kraft drauf stülpen. Ja, und wie ich das gesagt habe, ich werde die Pumpe abschalten, die Rohrpumpe, damit mir der Dreck, der jetzt hier aufwirbelt, nicht in den Container und zurück in den Teich fließt. Ich probiere das Ganze erstmal aus. Hier können wir die Pumpe jetzt ausschalten einmal. Zack, aus ist er. Genau. Und jetzt werden wir den Ring einfach mal mit einer Hand versenken. Und dann gucken wir mal, was passiert. Legen den da schön nach hinten. So. Und lassen den dann so ein bisschen hier runterkippen. Zack. Okay. So habe ich mir das vorgestellt. Ach so, weil ich da gerade gesehen habe, ne? Mir ist da letztens ein Malheur passiert. Ich hatte die, ihr könnt sehen, die UV-Lampe gewechselt und habe die hier hingelegt. Ja. Und dann ist das passiert, was nicht passieren sollte. Ich habe drauf getreten. Die lag quasi auf der Rüstungsbohle. Ja, und irgendwie habe ich sie ignoriert und stand drauf. Ne? Und dann ist sie gebrochen. Egal. So, machen wir mal an. Hier ist der Strom. Müssen wir nachher alles wieder schön wasserdicht hier verbauen. Und dann gucken wir, ist das der richtige? Ja, nein, natürlich nicht. Das ist die alte Pumpe, die wollen wir nicht. Sonst haben wir gleich wieder einen Kurzschluss in der Leitung. So. Da ist er. Oh, was ich sagen kann, ist, die ist sehr leise. Dann gucken wir mal, was passiert mit den Helix. Was ich sehen kann, ist, dass es hier vorne mehr strömt als da hinten. Was ist das denn? Papier?
sowas gibt es bei uns nicht. Das wird wohl der Wind angeweht haben. Na gut. Eieieiei, ist das ein Dreck. Eieieiei. Wenn es aus ist. Ja, es stinkt auch ein bisschen. Ja, das dachte ich mir schon, dass das passiert. Aber ich bin zufrieden. Hier hinten kann man sehen, stehen die Helix. Und das gefällt mir noch nicht. Wir ziehen einfach die Ringe mal hoch und gucken, wie der sprudelt und wo das Ganze herkommt. Okay, so, ich schiebe mal weiter nach hinten. Jetzt ist er am Boden. Okay. Ja, wir müssen ihn weiter mittig bekommen. Also noch weiter nach hinten. Ich mache das Ganze nochmal. Der muss irgendwie, ich muss ihn anders greifen. So, der muss nach da, jetzt runter. Okay, den jetzt hier wieder fest. Also nochmal. Was ein Spaß. Okay, haben wir schön die Fadenalgen dran. Können wir gleich mal rausholen hier. So, auch noch weg damit. Klatsch. Also nach da hinten haben wir gesagt, den Ring. Bloß aufpassen, dass ich hier nicht selber noch reinfalle. Vorwärts. So, nach da hinten muss der. Okay. Okay, es fühlt sich besser an. Gucken. Ja. Es ist nicht mittig, ne? Hier ist das Zentrum. Das Zentrum müsste aber da so sein, damit die sich bewegen. Aber ich bin zufrieden. Also so stark haben sich die Helix nie bewegt. Nie. Na, mega. Also ich freue mich. Muss ich ehrlich sagen, die Pumpe, ich höre sie nicht. Hört das? Die ist sehr leise. Im Vergleich zu der anderen, die hat teilweise auch gebrummt. Hier oben ist eine Platte drauf. Und die hat dann irgendwann auch angefangen laut mit Rasseln. Da habe ich dann irgendwann den Stein schon drauf gelegt. Das war nichts mehr. Also nee, wirklich. Kann ich empfehlen. Daumen hoch für die Pumpe, für das ganze System mit dem Schlauch und so und den Gewichten. Perfekt für den Container, finde ich. Ja, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr sie mir gerne mal da lassen. Mit den Winkeln nach unten, den 3 Rohren, dass die Strömung von dem Wasser da unten ankommt. Spielt hier absolut keine Rolle mehr, würde ich behaupten. Das Wasser, wenn das von da hier rüber kommt, wird das so oder so verwirbelt. Also brauche ich mir die Mühe nicht machen. Das streiche ich erstmal wieder. Ja, dann würde ich sagen, ich mache die Pumpe wieder aus. Dann gucken wir mal, wie schön braun das Wasser ist. Das ist sehr, sehr dolle dreckig. Aber so stelle ich mir das vor. Ich mache das an und lasse den Container dann leer laufen. Ja, beziehungsweise ich pumpe den dann leer, währenddessen die Pumpe dann läuft. Und das Ganze hochsprudelt. Zack. So. Und lass uns mal gucken, was das für ein Dreck hier ist. Das ist unglaublich. Also ich kann sagen, das ist definitiv spiegelt, ne? Da. Das ist definitiv nicht nur aus der Zeit, wo die Sauerstoffpumpe jetzt defekt war, die alte, sondern auch von den letzten Malen, wo ich die Container gereinigt habe, habe ich den Container hier immer vernachlässigt. Aufgrund dessen, dass ich den nicht vernünftig abgesaugt bekommen habe und auch mit dem Ablauf unten. Hier haben die Helix dann den Ablauf verstopft und so und dann habe ich ihn nicht mehr richtig zubekommen. Hier muss eine andere Lösung her. Da habe ich einen Plan, da kommen wir beim nächsten Mal dann zu, wenn ich die Container reinige. Da nehme ich euch dann mal mit bei der Reinigungsreise. Ja, und dann hoffen wir, dass wir den Container sauber bekommen. Ja, ihr seht, was ich meine. Ne? Wenn ich jetzt hier die Pumpe angehabt hätte, würde dieser ganze Dreck direkt hier rüber und rein in den Teich. Das wollte ich nicht, deswegen ja, erstmal so vorgeführt. Ich hole das Ganze jetzt wieder raus und hoffen wir, dass das Wetter so bleibt. Und dann werde ich in den nächsten Tagen den Container reinigen und lasse euch daran teilhaben. Alles klar, wenn es euch gefallen hat, ihr Ideen, Anregungen habt, wie ich hier was verändern sollte, könnte, schreibt es bitte in den Kommentaren. Das gleiche auch zu meinem Abflusssystem hier, wenn da jemand eine Idee hat. Das hatte ich letztes Mal vergessen zu erwähnen. Bitte in den Kommentaren, ich verlinke das Video nochmal
jetzt hier oben mit den Rohren. Dann könnt ihr da auch mal fleißig kommentieren, wie ihr es gemacht hättet, ob man das anders lösen kann. Vor allem dieser Übergang. Ja? Ich habe ja dort einfach den Winkel dran gelegt, mache den Hebel auf und das Wasser läuft rein. Es wird definitiv so sein, dass Wasser links und rechts vorbeiläuft und dass unten alles nass wird. Das will ich in der Zukunft vermeiden. Ich weiß aber noch nicht, wie ich das mache. Gibt es dort Adapter, die man draufschraubt, die dann auf ein 100er HT, KG oder sonst was Rohr übergehen? Das wäre eine optimale Lösung. Dann wäre es wirklich dicht. Das wäre mein Plan. Aber ja, könnt ihr mal in den Kommentaren da lassen. Ansonsten, wie immer, Daumen hoch, abonnieren, klicken, Glocke nicht vergessen. Und dann halte ich euch auf dem Laufenden, wie es hier in den nächsten Tagen weitergeht. Bis dann, ciao.